Hi, willkommen zurück bei Arya Nagarjuna. Wir sind immer noch in Kapitel 18, das sich mit der Diskussion über die Leerheit der Person und die Leerheit der Teile der Person befasst. Oder man kann sagen, die Leerheit von mir und mein. Der nächste Vers ist: Dies ist also eine klassische Diskussion, diese letzte Zeile über Che und Takpa. Che bedeutet abgeschnitten. Und du siehst die gleiche Wurzel in Deutsche Chippa, was bedeutet Diamantschneider, ja. Das bedeutet also schneiden. Also Che und Chö sind verwandt. Che bedeutet also, dass Dinge einfach aufhören oder die Dinge brechen einfach ab, als ob der Fluss fließt und dann plötzlich aufhört. Und dann bedeutet Tag, es geht einfach immer so weiter. Kein Ende, kein Anfang. Es geht einfach immer weiter und das sind die beiden Extreme. Es ist interessant, dass sie keine echten Gefahren für unsere Praxis sind. Sie sind das Ergebnis von Gefahren für unsere Praxis. Das ist also ziemlich interessant. Wenn du also denkst, dass der Ehemann von sich selbst kommt, dann könnte er sich nie ändern. Und die Implikation, also diese beiden sind Implikationen, die Implikation davon ist, dass er einfach ewig weitermachen würde, immer derselbe, wenn er von sich selbst käme. Und dann die Implikationen beim Denken, wenn er nicht von sich selbst kommt, kommt er nicht von irgendwo anders her, ist Chipper. Dann würde er einfach aus dem Leben verschwinden. Das nennt man also das Verschwinden-Ergebnis von einer bestimmten Art zu denken. Für immer unverschwunden. Wie klingt das? Verschwinden und für immer Implikationen des Denkens auf eine bestimmte Art und Weise. Und wie bezieht sich das auf Ursache und Wirkung? Das bedeutet alles, was auf der Grundlage von etwas anderem passiert. Und das ist ein schönes Wort. Das ist ein schönes Wort im Buddhismus. Es bedeutet, dass Dinge von anderen Dingen kommen. Und das ist der Name von Pratitya Samutpada, was abhängiges Entstehen ist. Wenn also Dinge von anderen Dingen kommen, wenn die Pfütze auf dem Boden von einem Leck in der Rohrleitung kommt, dann kann ich Pfützen auf dem Boden verhindern. Ich muss nur noch das Leck in der Rohrleitung reparieren. Wenn ich also abhängiges Entstehen verstehe, wenn etwas geschieht, dann geschieht etwas anderes. Aber hier heißt es, alles, was passiert ist, basierend auf etwas anderem, wäre nicht genau das. Was bedeutet das? Nagarjuna sagt, wenn etwas passiert, abhängig von etwas anderem, dann wäre es in gewissem Sinne nicht das, was es ist. Und das ist verwirrend. Und das scheint Nagarjunas Spezialität zu sein. Schauen wir uns also den Kommentar an. Joni Lama formuliert es in der Form einer Debatte. Nehmen wir irgendein Ergebnis, das herauskommt aus der Abhängigkeit von einer bestimmten Ursache. Wir können provisorisch sagen, und das provisorisch ist wichtig, Reishik. Wir können vorläufig sagen, dass es nicht ein und dasselbe wie seine Ursache ist. Wenn es durch eine Abhängigkeit von einer Ursache entstanden ist, können wir sagen, dass es nicht diese Ursache ist. Das ist es nicht. Jetzt bedeutet also das Deni vorläufig. Wir können sagen, dass es nicht das ist. Das heißt, es ist nicht die Ursache. Dann, wenn es aus einer Ursache kommt, dann können wir, wie nennen wir das? Auf eine vorläufige Weise können wir sagen, dass es nicht diese Ursache ist. Und das ist in Ordnung. Wir können das verstehen. Wenn das Ergebnis, wenn der Baum der Same wäre, dann gäbe es nichts, was das Wachstum antreibt. Und es würde auch nichts wachsen. Es gäbe nichts, um das Wachsen zu verursachen, und es würde kein Wachstum geben, weil sie dasselbe wären. Aber das Ergebnis ist auch nichts anderes als die Ursache.
Das Ergebnis ist auch nichts anderes als die Ursache, denn wenn es völlig unabhängig von der Ursache wäre, würde das Ergebnis nicht eintreten. Wir können also nicht sagen, dass der Baum der Same ist, aber wir können auch nicht sagen, der Baum ist in einem bestimmten Sinne nicht der Same. Denn ohne den Samen kann der Baum nicht entstehen. Und übrigens, wenn du glaubst, du verstehst das, dann tust du es nicht. Okay? Denn erinnere dich, Nagarjuna ist sehr, wie nennt man das, fasziniert von diesen Widersprüchen. Wenn der Baum aus dem Samen kommt, dann sollten sie sich irgendwann berühren. Aber wenn es irgendeinen Punkt gibt, an dem sich der Baum mit der Ursache, dem Samen, verbindet, dann wäre der Baum in der Vergangenheit. Der Moment der Berührung wäre in der Vergangenheit, denn in Bezug auf den Baum liegt der Samen in der Vergangenheit. Wenn sie sich also berühren, dann ist dieser Teil des Baumes in der Vergangenheit, der Moment der Berührung. Ich habe mich an einem moderneren Bild für Ursache und Wirkung versucht, weil ich langsam von Samen und Bäumen gelangweilt bin. Hier ist also ein Bild von einem jungen Mädchen, die eine Tastatur berührt. Der Finger kommt auf die Taste. Die Taste wird mit dem Finger gedrückt und dann passiert etwas auf dem Bildschirm. Das ist also eine Art von moderner Ursache und Wirkung. Die Bewegung des Fingers löst die Veränderung auf dem Bildschirm aus. Hängt also die Veränderung auf dem Bildschirm vom Finger ab? Und wenn ja, sollten Sie nicht einen Berührungspunkt haben? Und wenn Sie einen Berührungspunkt haben, dann sollte die Veränderung des vorderen Teils des Bildschirms den hinteren Teil des Fingers berühren, der nach unten kommt, und sie existieren zum gleichen Zeitpunkt. Dann geschieht die Ursache zu der gleichen Zeit wie das Ergebnis. Was unmöglich ist. Nagarjuna sagt also, hast du das nicht bemerkt? Stört dich das nicht? Weil es mich stört. Das ist Nagarjuna. Was wirklich passiert, darüber werden wir sprechen. Und es fühlt sich an, ich habe ständig Leute, die mit mir reden und sagen, oh, das ist alles nur intellektuelles Zeug. Du bist einer von diesen studierten Philosophen, die keine Tasse Kaffee kochen können. Und es tut nichts für dein wirkliches Leben. Aber es ist wichtig für dein wirkliches Leben, denn was du denkst, was vor sich geht, kann nicht vor sich gehen. Es muss etwas anderes sein. Ein Samen kann keinen Baum machen und ein Tastendruck, ein herabsinkender Finger, kann keine Veränderung auf einem Bildschirm erzeugen. Das ist buchstäblich unmöglich. Es ist buchstäblich nicht möglich. Irgendetwas anderes ist hier los. Und wenn du denkst, der Bildschirm ändert sich, weil du die Taste gedrückt hast, dann hast du ein Problem. Und am Ende wird es dich umbringen. Das ist ein sehr ernstes Problem. Es ist nicht irgendein philosophisches Problem. Okay, wir sind jetzt bei dem, was er Teil 5 nennt. Du musst diese Fragen ansprechen. Dies ist hier der 5. Abschnitt. Arya Nagarjuna sagt, schau, du kannst diese Probleme nicht einfach abtun. Du musst über sie nachdenken. Und du musst etwas tun. Sie müssen zu irgendeiner Art von Handlung führen. Dann sagt er diesen Vers. Und dann fehlt da eine Zeile, die ich wieder eingefügt habe. Ja, in Wirklichkeit hast du sie wieder eingefügt. Diese Schnitzerei hat hier also ein Problem. Das ist ein wunderschöner Vers und er ist sehr wichtig für uns. Es sind eigentlich 2 Verse, Tim, aber das ist okay. Er sagt, die Buddhas sind, was ist Jigten? Die Welt, ja. Und Gumpo bedeutet Beschützer. Sie sind also die Retter oder Beschützer der Welt. Die Buddhas, die Beschützer der Welt sind. Sie lehrten die Lehren. Und diese Lehren sind Düzi, Amerta. Sie sind der Nektar der Unsterblichkeit. Wenn du diese Lehren trinkst, brauchst du nicht zu sterben. Amerta, okay? So nennt er die Lehren. Er nennt Dharma den unsterblichen Nektar des Dharma.
Als sie verschiedene Lehren gaben, waren diese nicht eine einzige Lehre. Aber es waren auch keine verschiedenen Lehren. Also all die Lehren, all der Nektar, alle Lehren des unsterblichen Nektars. Ach, nebenbei bemerkt, Nektar bedeutet ebenfalls den Tod zu überwinden. Nek ist Nekrophilie, bedeutet Tod, und Tar bedeutet, Vitara bedeutet hinübergehen. Daher kommt auch der Begriff Transport. Nektar bedeutet also, den Tod zu überwinden. Also alle Lehren, die Buddhas jemals gegeben haben, dieser unsterbliche Nektar, diese getrennten Lehren, sind nicht eine Lehre, noch sind sie verschiedene Lehren. Sie hören nicht auf, bevor sie anfangen, und sie wären nicht ewig, nachdem sie angefangen haben, was die notwendige Folgerung wäre, wenn sie von ihrer eigenen Seite aus existieren würden. Er kommt auf dieses Thema zurück, das in der ersten Strophe des gesamten Werkes war. Und dann macht er eine richtig coole Sache. Er sagt, wenn du dich mit diesen Ideen herumschlägst, wenn jemand zu dir sagt, schau, die Lehren des Buddha sind Nektar, sie können dich über den Tod hinausbringen. Und dann sagt er im gleichen Atemzug, all die einzigen Lehren, die sie gaben, sind nicht dieselbe Lehre und sie sind auch nicht verschiedene Lehren. Er sagt das und dann sagst du, hör auf, mich zu verwirren, sag mir einfach, was du mir sagen willst. Und er sagt, nein, denk darüber nach. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Warum? Weil die Lehren des Buddha nur dann unsterblicher Nektar für solche Menschen sind, die verstehen, warum sie nicht eine einzige Lehre sind und warum es sich nicht um getrennte Lehren handelt. Das ist der Schlüssel zum Nektar. Der Nektar funktioniert nicht, wenn du nicht verstehst, dass die Lehren nicht getrennt gewesen sein können und sie können nicht eins gewesen sein. Beides ist unmöglich. Wenn du das nicht begreifst, funktionieren sie nicht als Nektar. Und dann kommt dieser schöne, frustrierte Aufschrei aus dem Publikum. Sie sagen, aber ich verstehe es nicht, werde ich also sterben? Ich verstehe es nicht wirklich. Werde ich jetzt also sterben? Und er sagt, nein, alles ist noch in Ordnung. Und das ist so tröstlich, wenn es von Nagarjuna kommt. Er sagt, du verstehst es nicht? Kein Problem. Es wird trotzdem noch etwas Gutes passieren. Und das hier ist der zweite Vers. Wenn du dich mit diesen Problemen herumschlägst, mit diesen Widersprüchen, aber sie nie wirklich herausfindest und stirbst, dann sagt er, schau, du könntest in eine Welt gehen, in der die Lehren des Buddha nicht mehr da sind. Du könntest in eine Welt gehen, die beraubt ist oder ohne die Lehren des Buddha. Und du könntest in eine Welt gehen, in der es keine Schüler des Buddha mehr gibt. Du könntest also in einer Welt enden, in der die Lehren des Buddha nicht mehr da sind und die Menschen, die seinen Lehren folgen, auch nicht mehr da sind. Was sich irgendwie auf die 3 Pfade bezieht. Bodhisattva-Pfad, Zuhörerpfad und der Pfad der selbstverwirklichten Buddhas. Ist ein selbstverwirklichter Buddha wirklich ein selbstgemachter Buddha, Hasso? Nicht wirklich ein Buddha. Aber sind sie selbst gemacht? Nein, weder noch. Und warum? Sie hatten viele, viele, viele Lehrer davor. Ja, so viele Lehrer in ihrem früheren Leben und dann kommen sie in dieses Leben und sie haben hier keinen Lehrer, aber sie verstehen es trotzdem. Das nennt man also selbstverwirklicher Versteher. Buddha wäre hier eine Übertreibung, richtig? Der Arzt sagte ihnen, dass sie für 3 Jahre weggehen sollen. Ja, ja, geh für 3 Jahren weg. Dies ist also ein wunderschöner Vers. Er sagt, schau, wenn du nicht verstehst, was ich versuche auszudrücken, versuch es weiter, versuch es weiter. Selbst wenn du sterben würdest, selbst wenn du in eine Welt gehen würdest, wo es keine Buddhas gibt und es keine Schüler der Buddhas mehr gibt, trotzdem wirst du trotzdem Erkenntnisse haben. Du wirst Leerheit von selbst verstehen, weil du so hart in diesem Leben gearbeitet hast, okay? Selbst wenn du niemals einen Buddha nach diesem Leben begegnest, selbst wenn du nach diesem Leben niemals dem Dharma begegnest, selbst wenn
du niemals Menschen triffst, die an das Dharma glauben, selbst wenn du in deinem nächsten Leben allein bist, was ein schrecklicher Ort ist, in einer Welt ohne Dharma und ohne Lehrer zu sein. Aber trotzdem wird dir etwas passieren. Etwas Gutes wird mit dir passieren und du wirst anfangen, Leerheit spontan zu verstehen. Das ist also eine wunderschöne, tröstliche Zeile für diejenigen von uns, die Nagarjuna nicht ganz verstehen. In Ordnung. Gehen wir zum nächsten Vers. Oh, hier ist ein Bild. Ich versuche immer ein Bild zu finden, das dir helfen wird, dich an diese Punkte zu erinnern. Und in der Theorie solltest du dir diese Bilder später ansehen. Okay, pflanzt in diesem Leben weiter Samen. Das bedeutet, schlage dich weiter mit diesen Lehren herum. Kämpfe weiter mit diesen Ideen. Gib nicht auf. Selbst wenn du es nicht in diesem Leben perfekt verstehst, bereitest du dich selbst auf ein wunderbares nächstes Leben vor. Sogar in einer Welt, in der es keine Lehren gibt. Das ist sehr tröstlich, denke ich. In Ordnung. Wir erreichen... Oh, hier steht Teil 2, Teil 3. Und das ist der zweite Teil und der dritte Teil des ganzen Kapitels. Wir gehen also zurück zum allerersten Punkt der Gliederung. Tibetische Schriften, alte indische Schriften sind sehr komplexe Gliederungen mit verschiedenen Überschriften. Und sie gehen sehr tief in eine gegliederte Struktur hinein. Es ist, wie nennt man das? Man geht mit dem Fokus in die Tiefe und dann richtet man den Fokus wieder auf das Gesamtbild. Er sagt, übrigens, wir haben gerade den großen zweiten Teil des ganzen Kapitels und den großen Teil 3 des ganzen Kapitels erreicht. Der erste Teil eines jeden Kapitels ist die Philosophie und die schweren Ideen. Der zweite Teil eines jeden Kapitels, da erwähnt er ein Buch von Lord Buddha, das Nagarjunas Version untermauert. Nagarjuna lehrt Leerheit, aber Choni Lama, das ist irgendwie cool. Und es wäre ein ganzer Kurs mit einer Datenbank zusammen. Ich habe einiges davon gemacht, aber ich habe nicht die ganze Zeit damit verbracht. Aber Choni Lama sagt, jedes Kapitel, das Nagarjuna durchgeht, hat einen Bezug zu den Schriften in den ursprünglichen Sutren. Du kannst zu den ursprünglichen Lehren des Buddha zurückgehen und diese Punkte finden. Es ist nicht Nagarjuna, der sich das ausdenkt. Er zieht sie aus den Lehren des Buddha, die 700 Jahre vor ihm da waren. Er gibt hier also die Referenzen für dieses Kapitel. Und es wäre eine interessante Übung für Doktoranden, sie zu finden und aufzulisten. Ich habe die ersten paar Kapitel nur zum Spaß gemacht und sie sind korrekt. Aber es braucht etwas Zeit. Es ist eine lange Suche durch die Datenbank und du musst wissen, wie du suchen musst. Dann ist der dritte Teil eines jeden Kapitels der Titel des Kapitels. Im Buddhismus wird also das Kapitel am Ende genannt, auf Tibetisch und auf Sanskrit. Der Name des Kapitels steht am Ende, aber ich habe ihn künstlich im Englischen an den Anfang gesetzt. Aber eigentlich kommt er im Sanskrit und im Tibetischen normalerweise am Ende. Wie heißt das Kapitel, das wir gerade beendet haben? Eine Untersuchung der Person. Und hier bedeutet Chö die Teile der Person, Dharma, die Nebensächlichkeiten der Person. Was ist also gerade passiert? Wir haben Kapitel 18 beendet. Wahrscheinlich das zweitwichtigste Kapitel. Es ist das am zweithäufigsten zitierte Kapitel des gesamten Textes. Wir haben uns also durchgekämpft. Wie viele Klassen haben wir gehabt? 6 Klassen. 6,5 Klassen. Wir haben uns durchgekämpft und wir sind jetzt mit dem 18. Kapitel durch, was eine große Leistung ist. Wenn du nie wieder etwas aus Weisheit von Arya Nagarjuna hörst, wenn du sagen kannst, ich habe das 18. Kapitel gehört, dann bist du wahrscheinlich gut in Form für dein nächstes Leben, egal in welche Welt du gehst. Das ist also ein wichtiges Kapitel. Wir gehen jetzt weiter zu Kapitel 19. Ich denke, dies ist sexy. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal diese alten Bücher lehrte, ca. 1975, vor 25, 45, 47 Jahren. Jedes Mal, wenn sie eine große Debatte über die Natur der Zeit hatten, war ich voll dabei, ja, ganz Feuer. Wow, ja, lasst uns darüber reden. Ich habe sogar einen Kurs an der Universität belegt, der im Fachbereich Philosophie angesiedelt war.
Sie diskutierten, ob Zeitreisen möglich sind, im Sinne von ernsthafter Physik. Ich war immer so aufgeregt, Abschnitte zu sehen, in denen der Buddha anfing, über die Natur der Zeit zu diskutieren. Und hier sind wir. Kapitel 19 ist eine Untersuchung der Zeit. Wir konzentrieren uns jetzt auf: Haben die drei Zeiten eine eigenständige Existenz? Haben die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft eine eigenständige Existenz oder existieren sie durch eine relative Beziehung? Hat die Vergangenheit nur einen relativen Sinn zur Gegenwart und zur Zukunft? Und du kannst sehen, dass er darüber auf 9 verschiedene Arten diskutieren könnte, richtig? Aber er konzentriert sich auf: Zuerst fragt er, existieren die Gegenwart und die Zukunft nur in relativem Bezug auf die Vergangenheit? Braucht man die Vergangenheit, um Gegenwart und Zukunft zu sagen? Können die Gegenwart und die Zukunft ohne die Vergangenheit existieren? Nachdem er diese Möglichkeit abgedeckt hat, ich wiederhole es jetzt, existieren die Gegenwart und die Zukunft nur relativ zur Vergangenheit? Braucht man die Vergangenheit, um Gegenwart und Zukunft nachzuweisen, oder haben sie eine eigenständige Existenz? Kann die Gegenwart ohne die Vergangenheit existieren? Kann die Zukunft ohne die Vergangenheit existieren? Also, zuerst nimmt er 2 Zeiten, Gegenwart und Zukunft, und er diskutiert sie im Verhältnis zur Gegenwart, zur Vergangenheit, Entschuldigung. Dann mischt er sie wieder. Und dann sagt er: Nun, kann die Vergangenheit ohne die Gegenwart existieren? Können die Vergangenheit und die Gegenwart ohne die Zukunft existieren? Er nimmt also alle 3 und dann beschreibt er die Möglichkeiten in Gruppen von 1 und 2. Und da ist ein unglaublicher Fehler in der Schnitzerei oder so etwas, wo Dreiergruppen falsch geschrieben wurde. Sie änderten es in Sü Zen, denn M ist der Präfixbuchstabe für Zen, was Zeichen bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, richtig? Ich habe es also etwa eine halbe Stunde lang gelesen und dachte, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein exquisiter Schreibfehler ist, denn es ist ein echtes Wort. Der Schreibfehler ist ein sehr schönes Wort, Sützem. Also dachte ich schließlich, oh Mann, das ist hier nur ein Schnitzfehler. Wie auch immer, los geht's. Verse 1 und 2 von Kapitel 19. Die Gegenwartsform und die Zukunftsform, wenn diese beiden nur relativ zur Vergangenheit existieren, wenn die Gegenwart und die Zukunft ihre Existenz relativ zur Vergangenheit beziehen, dann müssten die Gegenwart und die Zukunft in der Vergangenheit existieren. Wenn die Gegenwart und die Zukunft nur relativ zur Vergangenheit existieren, was bedeutet durch eine Beziehung zur Vergangenheit, dann müssen sie in der Vergangenheit existieren. Denn du kannst keine Beziehung zu verschiedenen Zeiten haben. Wenn du mit jemandem die Hand hältst, müsst ihr beide am selben Tag hier sein. Verstanden? Das ist sehr interessant. Jetzt sagt er die andere Möglichkeit. Okay, wenn dir das nicht gefällt, lass uns nochmal über Gegenwart und die Zukunft sprechen. Wenn sie nicht im Verhältnis zur Vergangenheit existieren, wenn die Vergangenheit bereits vergangen ist, wenn die Gegenwart und die Zukunft kommen, wie können sie dann eine Beziehung haben? Wie kannst du dann sagen, dass Vergangenheit und Zukunft durch den Geist erschaffen werden im Vergleich zur Vergangenheit? Wenn die Vergangenheit weg ist und nicht mehr existiert, wie kann man dann sagen, dass die Gegenwart und die Zukunft relativ zu etwas existieren, das nicht da ist? Dann kann man sagen, Vergangenheit und Zukunft existieren relativ zu Fisch
Oder Vergangenheit und Zukunft existieren relativ zu dem Mann im Mond. Siehst du, es spielt keine Rolle, wenn es schon weg ist. Dann sind alle die verschwundenen Dinge gleich. Man könnte also sagen, wie kann man Vergangenheit und Zukunft feststellen? Ja, relativ zum Fisch auf der Nase des Mannes im Mond. Weil es dasselbe ist wie die Vergangenheit, die bereits vergangen ist. Sie existiert nicht mehr. Das ist also sein erster Vers. Ich habe ein ziemlich schwaches Bild. Um ehrlich zu sein, konnte ich kein sehr gutes finden. Versteht ihr? Es sind nur Kalender. Können 2022 und 2023 können dieses Jahr und das nächste Jahr existieren? Kann man dieses Jahr sagen, ohne letztes Jahr? Verstehst du? Und in diesem Fall dürfen wir nicht vergessen, dass wir 22 und 23 nehmen, also das aktuelle Jahr und das nächste Jahr, und wir vergleichen sie mit dem Jahr davor. Kannst du 2022 und kannst du 2023 haben ohne einen 2021? Wenn man eine 22 haben kann und eine 23 ohne eine 21, wie bist du dann auf die 22 gekommen? Woher hast du das? Oh, ich habe einen hinzugefügt zu was? Und wenn sie im Verhältnis zu 21 existieren, dann gibt es eine Linie, wo 22 die 21 berührt und ein Teil von 22 ist dann 21. Und dann war dieses Jahr letztes Jahr, okay? Und es klingt niedlich und es klingt einfach nur nach Unsinn, aber es ist eine ernsthafte Ungereimtheit in der Welt. Und diese stört Nagarjuna. Diese Ungereimtheiten stören Nagarjuna. Er sagt, ach, da muss etwas anderes vor sich gehen. Und wir werden untersuchen, was da noch vor sich geht. Im Moment sollen wir einfach nur verwirrt sein. Und dann sagt er, so findet man es heraus. Das ist eine Lehrmethode, richtig? Zuerst verwirrt man die Schüler und dann gegen Ende der Klasse klärst du alles auf und sie fühlen sich gut und sie fühlen, dass sie etwas verstanden haben. Dann sagt er, wenn die Gegenwart und die Zukunft in der Vergangenheit nicht existieren würden, wenn die Gegenwart und die Zukunft nicht in der Vergangenheit existieren, wie können sie dann aus und für sich selbst existieren? Entschuldigung, lass es uns noch einmal machen. Wenn die Gegenwart und die Zukunft nicht in der Vergangenheit existieren, wie könnten sie dann eine Beziehung zur Vergangenheit haben? Wie können sie die Vergangenheit berühren? Es muss einen Kontaktpunkt geben und dieser Kontaktpunkt muss vorübergehend geteilt werden. Ich weiß nicht, ich habe hier noch ein anderes seltsames Bild. Wenn die Vergangenheit und die Gegenwart Entschuldigung, wenn die Gegenwart und die Zukunft nicht in der Vergangenheit existieren, dann gibt es keine Beziehung. Wenn du die Gegenwart und die Zukunft als den oberen Teil des Stundenglases bezeichnest und die Vergangenheit den unteren Teil des Stundenglases und du kippst das Stundenglas um und der Sand in der Gegenwart und der Zukunft berührt nie den Sand in der Vergangenheit, wie kannst du dann einen Fluss haben? In Ordnung. Ich bringe dich hier zu einem Satz. Ich kann unmöglich jeden Satz vorlesen, weil wir sonst nicht fertig werden. Ich meine, ich würde es gerne tun. Es würde etwa 10 oder 15 Jahre dauern. Das ist in Ordnung für mich, aber die Leute beschweren sich. Er sagt, wenn wir das Beispiel eines Sprosses nehmen, der gerade aus einem Samen sprießt. Der Spross der Gegenwart und da ist also dieser Spross, der in der Gegenwart herauskommt. Und die Ursachen des Sprosses sind ebenfalls in der Gegenwart.
In gewisser Weise geschieht der Samen und der Keim zur gleichen Zeit. Wenn du einen Keim zuerst kommen siehst, teilt sich ein Same und der Spross kommt heraus. Und man sieht irgendwie beides zur gleichen Zeit, richtig? Aber wenn du darüber nachdenkst, der Teil des Sprosses, der Teil des Samens, der noch nicht gekeimt ist, ist etwas, das wir Zukunft nennen können. Etwas, das in der Zukunft passieren wird. Wie nennt man das? Ah, das kommt später. Wie der Scheck, der in der Post, wenn dir jemand Geld schuldet, das ist immer ein zukünftiges Ereignis. Wenn du einen Spross siehst, der aus einem Samen kommt, muss es einen Teil des Keimlings geben, der noch im Samen eingeschlossen ist, als ein Potenzial für die Zukunft. Und wir können das Zukunft nennen. Wenn der Spross auseinanderfällt, wenn der Baum umfällt, das kann man dann die Vergangenheit dieses Ereignisses nennen. Die Zukunft dieses Ereignisses, die Zukunft eines Sprosses, der aus einem Samen hervorgeht, ist der Teil des Sprosses, der noch im Samen ist. Das ist die Zukunft. Es kommt in der Zukunft, richtig? Es wird ein Baum in der Zukunft sein. Aber der Teil des Sprosses, der bereits im Sterben liegt, ist die Vergangenheit dieses Ereignisses. Es wird die Vergangenheit sein. Es wird vergangen sein. Dann fängst du an, verwirrt zu sein, was in der Zukunft und was in der Vergangenheit liegt. Das Sterben hat noch nicht stattgefunden, richtig? Also ist es Zukunft. Die Vergangenheit ist also die Zukunft. Und die Zukunft ist Vergangenheit, die Zukunft ist Vergangenheit, wenn sie zur Gegenwart wird. Die Zukunft ist Vergangenheit, wenn sie zur Gegenwart wird. Da ist etwas faul. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Darüber musst du nachdenken. Ja, und dann kommt folgende Frage. Und ich habe hier dieses Bild. Wer ist in der Vergangenheit? Was passiert zuerst, die Vergangenheit oder die Zukunft? Nun, die Zukunft muss zuerst passieren, damit der Spross wachsen kann und dann wird sie zur Vergangenheit. Richtig? Also die Vergangenheit geschieht nach der Zukunft? Ich meine, das ist wahr. Also arbeite damit. Also gut. Und dann, ich meine, du kannst etwas Zeit damit verbringen in deinen Diskussionsgruppen. Du kannst darüber sprechen. Bis die Zukunft zur Vergangenheit wird, gibt es keine Gegenwart. Kau darauf rum. Mein Lehrer hat immer gesagt, kau darauf rum. Das heißt, er wollte es nicht weiter erklären. In der Gliederung, wenn du der Gliederung folgst, ist es hier defekt. Etwas fehlt in der Schnitzerei. Ich habe es ausgefüllt, du kannst es dort sehen. Wenn du versuchst, eine Gegenwart und eine Zukunft zu finden, die nicht von der Vergangenheit abhängen, könntest du niemals eine Gegenwart und eine Zukunft finden. Wenn du versuchst, eine Gegenwart und eine Zukunft zu finden, die nicht auf der Vergangenheit beruhen, wirst du niemals eine solche Gegenwart und eine Zukunft finden. Aber dann könnte es keine Zeit geben, in der man die Gegenwart und die Zukunft hat. Denn wenn sie auf der Vergangenheit beruhen müssen, ist die Vergangenheit per Definition schon weg. Wenn also etwas auf etwas beruht, das schon weg ist, muss es weg sein. Alles klar? Wenn die Tasse auf einem Tisch steht und der Tisch ist weg, muss die Tasse auch weg sein. Sie kann nicht hier sein, denn sie müssen in der gleichen Zeit aufeinandertreffen. Hier gibt es einen Widerspruch. Irgendetwas ist hier faul. Und dann, Tony Lama und die großen Kommentatoren, ich wünschte, der grüne Smoothie wäre Vergangenheit. Die großen Kommentatoren werden immer wieder sagen, wenn die Gegenwart und die Zukunft selbstexistent auf der Vergangenheit beruhen würden. Und ich bitte dich, mit diesem Gedanken zu ringen. Er sagt nicht, wenn die Gegenwart und die Zukunft auf der Vergangenheit beruhen. Er sagt,
Wenn es wirklich wahr wäre, dass die Gegenwart und die Zukunft selbst existierend auf der Vergangenheit beruhen würden, von ihrer eigenen Seite aus, dann hättest du dieses Problem. Was ist das Gegenteil davon? Das frage ich dich. Was ist das Gegenteil? Ich sage es nochmal. Tony Lama wirft immer wieder die adverbiale Phrase ein: Wenn die Gegenwart und die Zukunft selbst existent auf der Vergangenheit beruhen würden. Oder von ihrer eigenen Seite aus. Was ist dann das Gegenteil davon? Er beweist also, das ist unmöglich. Wenn die Gegenwart und die Zukunft selbst existent auf der Vergangenheit beruhen würden, dann müssten sie verschwunden sein. Denn sie müssten die Vergangenheit berühren. Und die Vergangenheit ist vorbei. Und sobald du die Vergangenheit berührst, bist du vorbei. Aber das gilt nur, wenn sie selbst existent sind. Jetzt meine Frage an euch Leute hier im Raum, diese bedeutenden Gelehrten hier: Wenn die Gegenwart und die Vergangenheit nicht selbst existent wären, könnten sie dann auf der Vergangenheit beruhen? Und wie würde das aussehen? Was bedeutet es zu sagen: Ach, wollt ihr, dass ich euch helfe? Wenn die Vergangenheit und die Gegenwart nicht von ihrer eigenen Seite aus existieren würden, könnten sie auf der Vergangenheit beruhen? Wenn die Gegenwart und die Zukunft nicht als von ihrer eigenen Seite herkommen würden, könnten sie dann auf der Vergangenheit beruhen? Ja, das könnten sie, denn das ganze Bild würde von dir kommen. Es wäre alles nur eine Vorstellung, die von dir kommt. Und in der Tat, so ist es. Es kommt alles von dir. Das impliziert, dass du mit der Vergangenheit herumspielen kannst, was eine sehr sexy Idee ist. Wenn du dich scheiden lassen hast, könntest du mit genügend guten Samen ein Meisterwerk daraus machen. Das ist aufregend. Ist es möglich, mit genügend guten Samen tatsächlich eine andere Vergangenheit zu schaffen? Und ich sage ja, weil es sowieso von dir kommt. Und nicht nur, dass du versuchst zu denken, warum es nicht so schlimm war, das meine ich nicht. Ich spreche davon, dass du aufwachst und sagst: Sie hat mein Leben gerettet. Oder er hat mir das Leben gerettet, Gott sei Dank. In Ordnung, machen wir weiter. Wir beginnen mit dem, was ich ursprünglich als eine neue Klasse entworfen hatte, und ich bin so langsam geworden, dass wir hoffnungslos hinter der ursprünglichen Klassenstruktur hinterherhinken. Entschuldigung für die Hustenanfälle, von denen ich weiß, dass es die Übersetzer umbringt. Was das praktisch bedeutet, ist, dass wir eine neue Klasse beginnen können, in der Mitte der Klasse. Was bedeutet, dass wir in der Mitte der Klasse etwas Spaß haben werden. Und der Spaß ist, für Christina, wir werden über das Sanskrit reden. Es gibt also einige wichtige Wörter für den nächsten Abschnitt. Und ich werde sie mit euch durchgehen. Das erste ist Kala. Hast du das, Tim? Ja, Kala bedeutet Zeit. Kala bedeutet Zeit. Du kennst das berühmte Kala Chakra. Das ist das Rad der Zeit, was eine Netflix-Sache ist, richtig? War nur ein Scherz. Die Romane waren wunderbar. Die Romane waren wirklich wunderbar. Ich habe 10 Minuten der ersten Serie gesehen und habe sie ausgeschaltet. Es war wie beim ersten Mal, als sie versuchten, den Hobbit zu machen. Wie auch immer. Kala bedeutet, Kala kommt von einer alten Wurzel. Kal, was so viel wie rühren oder bewegen bedeutet. Man sieht oft Cs und Ks irgendwie ineinander verschmelzen. Und du hast auch eine Wurzel Char, weil ich dir gerade gesagt habe, Rs und Ls neigen dazu zu tauschen, und daraus wurde dann Auto. Und daraus wurde das Kel in Beschleuniger und es wurde das Zeichen in Chariot. Das sind also alles Bewegungen von der Vergangenheit in die Zukunft. Sie alle implizieren eine Art von Geschwindigkeit und eine Art von Transport, sich irgendwo hin zu bewegen. Die alte Wurzel für das Wort Zeit in Sanskrit bedeutet das Ding, das sich bewegt. Und dann haben wir Auto, Streitwagen und Beschleuniger daraus. Sag das nochmal. Kalender. Daran habe ich nicht gedacht, aber das ist wahrscheinlich wahr, ja. Cool.
Dann werden wir das Kapitel wechseln, bevor wir die nächste Klasse beenden. Ich gebe dir also einige Worte aus dem nächsten Kapitel, in dem es um Ursachen und Bedingungen geht. Und der Name für Ursache ist Hetu. Sag Hetu. Ja, Hetu kommt von einer Wurzel Ha, was so viel bedeutet wie hinausgehen oder weggehen. Das Indo-Europäische ist Ge, was gehen bedeutet. Und man hat das Wort Gatte, Tor. Du hast das Wort gehen. Und sogar das Indoeuropäische listet das Hina und das Hinayana auf, weil du darüber hinausgegangen bist. Das ist ein niederer Weg und du bist auf einen höheren Weg gegangen. Hinayana bedeutet also der Weg, den ich zurückgelassen habe. Cool, das ist also Hetu. Das Tu übrigens macht die Infinitive aus Substantiven. Es ist also wie To, darüber hinausgehen oder reisen oder so ähnlich. Ich würde gerne Pratyaya machen. Pratyaya. Das wird in der nächsten Stunde wichtig. Und das ist dieses berühmte Wort für Kien, was Bedingungen bedeutet. Manchmal kann man es sich auch klassisch vorstellen, wie der Samen das Hetu ist und dann das Sonnenlicht, das Wasser, die Mühe des Gärtners. Das sind alle Pratyaya. Das sind beitragende Faktoren. Und dann ist Hetu die Hauptursache. Also bedeutet Pratyaya hier Pratyaya. Und Prati bedeutet sehr viel, super. Und Aya kommt von der Wurzel I, also ein einfaches I. Was ist ein gängiges englisches Wort? Exit, also Ausgang. Wir haben da drüben ein Exit-Schild. Ex bedeutet raus aus und es ist die Vergangenheitsform von it. Wenn du also gehen willst, musst du in diese Richtung gehen. Ex-it. Pratyaya bedeutet also supergehend. Es bedeutet also beitragender Faktor. In Ordnung. Jetzt hast du also 3 Wörter gelernt. Welche waren das? Du hast sie schon vergessen. Hetu, Pratyaya und Kala. Okay, gut. In Ordnung. Wir haben etwas Zeit. Wir machen nur noch eine kurze Sache und dann schließen wir diese Klasse ab. Und wir werden das später in der nächsten Klasse fortführen. Aber das nächste Kapitel in der Gliederung des ganzen Buches oder die nächste Gliederungsüberschrift heißt, nachdem ich untersucht habe, wie die Gegenwart und die Zukunft auf der Vergangenheit beruhen oder nicht auf der Vergangenheit beruhen, mischen wir sie zusammen. Schauen wir uns an, wie die Vergangenheit und die Gegenwart von der Zukunft abhängen. Zum Beispiel schauen wir uns die anderen Möglichkeiten an. Mischen wir sie durch. Und das ist der nächste Vers. Dieser Vers sagt, dass man das gleiche Durcheinander bekommt, wenn man das alles auf die anderen beiden Möglichkeiten anwendet. Wenn man sich ansieht, wie die Vergangenheit und die Gegenwart auf die Zukunft angewiesen sind oder man betrachtet, wie die Vergangenheit und die Zukunft sich auf die Gegenwart stützen, erhält man das gleiche Durcheinander. Und das Wort für Durcheinander ist mit einem Akzent und es kommt von der Wurzel Nor, tiefer Ton Nor, was bedeutet, einen Fehler zu machen. Es macht es also aktiv. Du erhältst die gleichen Fehler mit den anderen beiden Zeiten. Das ist also leicht zu verstehen, darauf muss ich nicht eingehen. Und ich weiß nicht, ich hatte ein Bild von. Bist du bereit für das Bild, Tim? Ich weiß nicht, ich habe 3 Leute in einem Kopfstand gefunden. Sie sind umgedreht, richtig? Sie sind auf den Kopf gestellt. Ich würde gerne von ihnen als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken. Und wenn man sie durcheinander wirft, welche anderen Probleme bekommt man dann? Man bekommt die gleichen Probleme. Man bekommt die gleichen Probleme, wenn man die Vergangenheit und die Zukunft im Verhältnis zur Gegenwart betrachtet. Oder wenn man die Vergangenheit und die Gegenwart relativ zur Zukunft betrachtet. Die gleichen Probleme und das gleiche Schlamassel, die man hat, wenn man die Gegenwart und Zukunft im Verhältnis zur Vergangenheit betrachtet. So etwas in der Art. Dann sagt Chone Lama, weißt du, was pfiffig ist?
Du könntest die ersten Zeilen dieses Verses nehmen und ich nenne sie dir nochmal, okay? Er sagt, du kannst die Anfangszeilen dieses Verses nehmen, Entschuldigung, dieses Kapitels, die waren, wenn Gegenwart und die Zukunft wirklich von der Vergangenheit abhängen, dann müssten die Gegenwart und die Vergangenheit existieren. Entschuldigung, wenn die Gegenwart und die Zukunft von der Vergangenheit abhingen, dann müssten die Gegenwart und die Zukunft in der Vergangenheit existieren. Das ist sein erster Vers. Zweiter Vers. Wenn die Gegenwart und die Zukunft nicht von der Vergangenheit abhängen, wie könntest du dann die Gegenwart und die Zukunft ermitteln? Wie kannst du Gegenwart und Zukunft sagen? Es funktioniert also nicht, wenn man sagt, sie sind abhängig von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und es funktioniert nicht, wenn du sagst, sie hängen nicht von der Vergangenheit ab. Und dann sagt er, er wird pfiffig, und er ersetzt einfach die Wörter in den ursprünglichen 2 Versen. Und er rezitiert sie auf diese Weise. Oh, wenn die Vergangenheit und die Zukunft nicht von der Gegenwart abhängig würden, dann müssten sie existieren. Wenn sie in der Tat von der Gegenwart abhängig wären, dann würden die Vergangenheit und die Zukunft in der Gegenwart existieren müssen. Und wenn die Vergangenheit und die Zukunft nicht in der Gegenwart existierten, dann könnten sie überhaupt nicht existieren, weil sie dann nicht hier wären. Oder wenn es sie nicht relativ zur Gegenwart gäbe, dann hätten wir nur Vergangenheit und Zukunft, aber keine Gegenwart. Er macht etwas Schlaues, indem er die Wörter ersetzt, sie durcheinander wirft, genau wie Nagarjuna es uns gesagt hat. Er schreibt es tatsächlich auf, das ist also hilfreich. Jetzt werden wir. Wie viel Zeit haben wir? Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich denke, es ist großartig, einen weiteren kleinen Punkt abzuschließen, weil es damit zusammenhängt. Er sagt, und wir haben die Schnitzerei korrigiert, also haben wir dieses Problem gelöst. Er sagt, das kann man auf jedes andere Trio anwenden. Das ist schlau. Sum Zen bedeutet Trio. Immer wenn man 3 Dinge hat, sagt er, du kannst es auf alle anderen Trios in deinem Leben anwenden. Schauen wir also einige Trios an und er gibt einige Beispiele. Nagarjuna gibt einige Beispiele. Er sagt, wenn man das Konzept der relativen Qualität von Dingen diskutiert, beste Qualität, schlechteste Qualität, mittlere Qualität, dann ist das ein weiterer Satz von 3. Das ist ein weiteres Trio. Und hier ist es das Gleiche. Die mittlere Qualität und die beste Qualität beziehen sich auf die schlechteste Qualität. Aber wenn die mittlere Qualität nicht an die schlechteste Qualität herankommt, dann gibt es keinen Vergleich. Also muss ein Teil der mittleren Qualität die schlechteste Qualität sein. Aber das kann es nicht sein, denn dann wäre mittelschlecht, dann gäbe es ein neues Schlechtestes. Okay, dieselben Probleme mit diesem Trio. Dann will Chone Lama sein Trio einbringen. Und er sagt, nun, wie wäre es mit, was ist das, Leute? Gutes Karma, schlechtes Karma und neutrales Karma. Existieren sie relativ zueinander? Kann man sagen, dass dies neutral ist, denn es ist weder gut noch schlecht, aber es ist Karma? Und er sagt, nein, das kannst du nicht sagen. Denn wenn du vergleichst, wenn neutrales Karma nur relativ zu gutem und schlechtem Karma existiert, dann müsste ein Teil des neutralen Karmas gutes Karma sein. Und dann wäre das gute Karma neutral. Ein Teil des guten Karmas wäre neutral, okay? Aber wenn du sie nicht vergleichst, wenn sie sich nie berühren, dann könnte neutrales Karma auch Fisch auf der Nase des Mannes im Mond sein. Wenn es nichts in Verbindung stehen muss, nun, dann könnte es mit allem in Verbindung stehen. In Ordnung? Er hat ein weiteres Trio hier. Und ich habe eine lange Zeit gebraucht, um es zu verstehen. Er sagt 1, 2 und 3. Ich sagte, welches 1 und welches 2? Er sagt, nein, ich sage nur Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Du kannst kein Trio haben. Du kannst keine Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 haben. Wenn sie voneinander abhängen, dann wäre 3 gleich 2. Aber wenn sie nicht voneinander abhängen, dann ist 2 der Mann in der Nase des Mondes und 3 ist der Fisch und sie müssten nicht miteinander zu tun haben. Also, es ist sehr schlau, es ist sehr cool. Er hat eine Menge Spaß. Er weist auf die gleichen Probleme mit all den anderen Trios in deinem Leben hin.
Du kannst an andere Trios denken, Dennis, Hasso und der ehrwürdige Pfill. Ich habe ein Trio hier. Ich weiß nicht, ich habe nach anderen Trios gestöbert. Dieses Trio ist von den Olympischen Spielen. Der Typ, der die Goldmedaille gewinnt, oder die Frau, die in der Mitte steht, Silber ist auf der linken Seite, aber sie existieren relativ zueinander. Man kann keine Goldmedaille haben ohne eine Bronzemedaille, aber wenn die Goldmedaille die Bronzemedaille berührt, ist es nicht mehr so eine besondere Medaille und so weiter. Ihr könnt mit euren eigenen Trios spielen. Okay, wir schließen diese Klasse hier ab. Was wir als nächstes machen ist, wir werden Konzepte der Zeit in anderen buddhistischen Schulen erforschen, was ein sehr reizvolles Thema ist. Ich genieße es sehr. Wir haben uns also die Zeit aus dem Blickwinkel des mittleren Weges angeschaut, der höchsten Schule des Buddhismus. Aber die niederen Schulen des Buddhismus haben sehr faszinierende Erklärungen über die Zeit. Und sie sind wichtig. Die nächste Stelle, an die wir gehen, sind also die Erklärungen der Zeit in anderen buddhistischen Schriften. Und Nagarjuna wird jede von ihnen vernichten. Okay, wir sehen uns in der nächsten Klasse. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank an alle, die hier sind. Übrigens, es ist schön, dass ihr hier seid. Es macht mich wacher, als auf einen Bildschirm zu sprechen.